So, es ist endlich soweit. Tag 1 der NAMM Show ist gestartet. Wie man sieht, das Wetter ist wieder besser. Leute sind auch reichlich da. Und wir waren auch schon fleißig in den Hallen unterwegs und haben diverse Neuheiten und interessante Gespräche für euch aufgetan. Und was wir alles erlebt haben, das siehst du einfach hier. What we're debuting here at the 2017 NAMM Show is a new classic fit drumhead. And the idea behind the classic fit goes back to the old round badge Gretsch or Leedy or Ludwig or any drum kits made prior to the 1965, mid-60s era. And the issue that a lot of people were having with those drums is that the actual thickness of the hoop was basically not going over the thicker coverings on these vintage drums. So what we did is we made a thinner hoop that has a larger inside diameter that's able to go over the top of these oversized shells with the thicker coverings. And so what would happen if somebody tried to use a standard head is that the fit would be so tight that you would have to use a rubber mallet to knock it on the drum. And a lot of guys would have a problem because that's like a vintage car, right? So you don't take a mallet to you have to basically be very careful, because if you do hit a drum head with a mallet onto a drum, you can scratch the finish, right? So we were hearing that over and over again, and we were hearing that no company's drum heads were working, and so it inspired us to go ahead and really help this market out, because it is a large market. There's a lot of great collectors out there, and there's a lot of great dealers that have vintage kits for collection and for sale and for trade-in. And so now we have a drum head that basically revives the sound of these drums. Okay, so the tighter the drum head fits on the shell, it's not going to sound very good, okay, because it chokes. So what we wanted to do is create a product for older kits that allowed the drums to speak properly, like drums are made to do today. Okay, so that is Classic Fit. It's available in fiber skin, clear, and coated. And we also did the 6-point crown from the mid-60s, so there'd be no confusion in the marketplace. So if you pull this out of the box, it's an oversized head for the vintage drums, and if you pull that out, it's more of a standardized. Okay, so that's Classic Fit. So, wir sind jetzt hier bei Yamaha, wo es unter anderem News im Bereich Akustikgitarre gibt. Und zwar wurde die A-Serie einerseits überarbeitet, einfach um schon akustisch ein bisschen mehr an Sound rauszuholen, aber auch optisch bei solchen Details, wie hier dem neuen Tonabnehmer Regelfeld. Und neu in diesem Jahr gibt es auch noch die A5. Das ist sozusagen das Top-of-the-Line-Modell made in Japan. Wer also wirklich vor allem auch richtig guten akustischen Sound möchte und nicht nur in Anführungszeichen eine schicke Bühnengitarre, der wird hier fündig. Und sieht nicht nur gut aus, sondern macht einen richtig guten Eindruck. Und auch bei den Drums gibt es bei Yamaha was Neues, und zwar diese Rydeen Drumsets hier, die sich vor allem an Einsteiger richten. Da hat Yamaha mal versucht, wie weit man den Preis runterbringen kann, ohne auf anständige Qualität zu verzichten. Das heißt, die Sets werden so im Bereich zwischen 500 und 600 € liegen dann im Handel. Machen einen ganz guten Eindruck und sind auch in verschiedenen Farben erhältlich, was man hier am Messestand ganz schick sehen kann. Ja, und kaum zu glauben, aber wahr, Yamaha macht schon seit 50 Jahren Schlagzeuge. Deswegen gibt es in diesem Jahr ein Sondermodell aus der Absolute Hybrid Serie, 50 Stück jeder Farbe weltweit. Das heißt, diese schicken Sets kann man sich vor allem hier mal anschauen. Wenn man eins davon haben möchte, ist man entweder verdammt schnell oder man hat leider Pech gehabt. Aber auch das Auge genießt ja manchmal, und das sind echt schicke Sets. Auf die nächsten 50 Jahre Yamaha Drums. Hey, I'm Justin with Elixir Strings. We're talking today about the new OptiWeb coated electric strings that we're offering. What we did here is we worked with thousands of players over the course of 2 years to try and find something that would really meet the needs of uncoated players specifically. So we already have the NanoWeb and PolyWeb electric strings, but what we wanted to do is get something that really met the needs for uncoated players. And that's what we did. So these strings have a really great crisp tone. They're going to sound like an uncoated string right out of the package when you put them on your guitar. They have a really nice feel. They don't feel like anything like a coated string like we've offered before. They feel more like an uncoated string than anything we've previously offered. And they still have the long tone life that you expect of Elixir strings. So, wir sind hier jetzt am Laney-Stand
mit Thomas von Laney Deutschland und haben hier einen schicken, nicht mehr ganz fabrikneuen Amp. Und ja, Thomas, sag doch mal, was es damit auf sich hat. Ja, hallo erstmal an die Zuschauer von Musiker. Richtig? Ja. Genau, okay. Ja, was haben wir hier? Hier haben wir den Original Laney Amp, womit die erste Black Sabbath Scheibe aufgenommen worden ist. Baujahr 1969. Ja, tolles Stück, eine ganze Menge Historie drin, weil eben Ayomi und unser alter Chef Lyndon Laney damit den Sound des Heavy Metal erfunden haben. Ja. Und der funktioniert auch noch? Ja, funktioniert noch. Wir haben natürlich zu unserem Jubiläum, 50th Anniversary, was wir dieses Jahr feiern, haben wir was Ähnliches dann eben auf den Markt gebracht. 50 limitierte Stacks. Und da können wir uns mal auf der anderen Seite anschauen. Ja. So, und hier haben wir ihn. Das ist der LA100BL. Ist ein Einkanal, 100 Watt Röhrenamp. Made in UK, sehr aufwendig gebaut, Point-to-Point-Verarbeitung, also alles, Wie in der guten alten Zeit. wie in der guten alten Zeit, Handarbeit und so weiter. Die Bauform der Box haben wir dann auch so übernommen. Und was viele eben nicht wussten, ist, dass Ayomi ja seine Amps immer mit einem Booster angeblasen hat. Und den haben wir auch gebaut, aber Laney war halt immer ein Hersteller für Amps und nicht für Effekte. Deshalb haben wir das nie so publik gemacht. Aber jetzt passt es halt ganz gut, weil wir jetzt eben in einem Bundle das dann zusammen auf den Markt bringen. Das ist ein Booster mit verschiedenen Einstellungen, wo man dann natürlich so ein Amp, der ganz wenig Kompression hat, also sehr schwierig nur in den Bereich von Gain reingeht, dann super anblasen kann. Ja. Und Das Pedal gibt es dann auch noch einzeln oder gibt es auch nur in diesem Paket? nee, es gibt es nur in dem Paket. Okay. Wir müssen natürlich mal sehen, je nachdem wie die Nachfrage von so einem Pedal dann einzeln wird, wissen wir heute noch nicht. Ja, also erstmal ist vorgesehen, dass wir eben weltweit 50 von diesen Paketen haben und ich bin noch nicht sicher, 4 oder 5 kommen nach Deutschland, das war's dann auch. Ja. So, das war's von uns direkt von der NAMM, aber natürlich gab es auch darüber hinaus noch reichlich News, mit denen wir förmlich zugeschüttet wurden und eine kleine Auswahl davon seht ihr wie gewohnt in unserem kurzen News-Überblick. Steinberg Sampler Plugin Alien 6 bietet eine Reihe interessanter Neuerungen. Sounddesigner profitieren von Features wie dem Wavetable Oszillator, einem Script Editor und dem Library Creator. Die Klang-Bibliotheken von Alien 6 und Alien Sonic 3 wurden ebenfalls erweitert. HK Audio stellte die Lucas Nano 602 vor. Dank ihres Stereo-Eingangs ist sie die ideale Kompakt-PA für alle Musiker oder DJs, die mit einem externen Mischpult arbeiten oder Keyboard, DJ-Controller bzw. MP3-Zuspieler direkt anschließen wollen. Praktische Sache: Das System kann blitzschnell zum 2.1 Stereo-Setup umgebaut werden. Mackies Big Knob zählt seit vielen Jahren zu den gefragtesten Monitor-Controllern. Nun zeigte Mackie eine komplett überarbeitete Produktserie aus 3 unterschiedlich ausgestatteten und vollständig neu konstruierten Big Knobs. Big Knob Passive, Big Knob Studio und Big Knob Studio Plus. Die beiden letzteren ergänzt um ein hochwertiges USB-Audio-Interface. Shure präsentierte für Funkanwender mit höheren Ansprüchen die GLXD Advanced Digital Wireless Produkte. Diese neueste Ergänzung der digitalen GLXD-Funksysteme umfasst eine Reihe verschiedener Komponenten, darunter den GLXD Advanced Frequency Manager, einen Empfänger zur Rackmontage sowie diverse Antennen und Zubehör. Nach fast 4-jähriger Entwicklungszeit präsentiert LR Baggs mit der Synapse das erste Personal PA-System des amerikanischen Akustiktonabnehmer-Spezialisten. Mit einer absolut bahnbrechenden Horntechnologie und ihrem 180° Abstrahlwinkel soll die Synapse ein noch nie dagewesenes Sound- und Live-Gefühl übertragen. So, das war's von uns von Tag 1 der NAMM. Wir sehen uns hoffentlich morgen wieder, wenn es weitere coole News und interessante Leute gibt. Servus!